Was ist denn hier kaputt gegangen? Oh, meine Fresse. Ah. Damn! The gas! Verdammte Gas, ey. Oh. My head. Later. We need to move on. Was? Was geht denn jetzt ab? Jetzt ist er schon wieder da. Ist er jetzt Freund oder Feind? Ich bin verwirrt. Alter, was läuft denn hier? Oh. Who goes there? That nightmare again. I need a drink. Jetzt. Als ob nie was passiert ist. Wir sind einfach in dieser verkackten Villa. Aber da stehen die da unten einfach. Wollt ihr mich verarschen? Ich sterbe hier Millionen Tode und das ist einfach nur ein Albtraum von dem Alten oder was? Oh. Im Leben nicht. You're awake, Mr. Pierce. Oh. How do you feel? Did I sleep long? The day's only starting. It's fine. Okay, also die ist die Böse. Die hat es beschworen. How's our fugitive? Dr. Fuller hasn't reported your disappearance to the force, but that'll come soon. Bradley? Who else would it be? Mr. Pierce, are you all right? You look like you saw a ghost. There are things I can't explain. Tell us. What happened? Der Hawkins war das Objekt eines Kultes. Vielleicht habe ich eine Spur. Komm, wir probieren es mal. I saw people in hoods. They had stolen Mrs. Hawkins' paintings. Who are you talking about? Why would they do such a thing? I don't know, but they were a threat. They've taken over the caves under the mansion. They were performing some kind of ritual. One of the entryways was under Charles Hawkins' office. We suspect Mr. Hawkins of being involved. My patients believe the old islanders used to worship primitive sea gods. Could they be the focus of the cult? Am I hearing this right? So you think me gullible? No, not at all. What else did you uncover, Mr. Pierce? Haha, zu viel. Okay, hier Bradley. Sie haben gesehen, dass Charles am Leben war, oder? What I'm sure of now is that the Hawkins case isn't just an accident. Definitiv And what brings nicht. you to that conclusion? The fact that Charles Hawkins survived the fire. I don't understand. Mr. Hawkins was buried. That's what he would have you believe. I have a hard time believing you. You were there, Bradley. You even opened fire on him. I'd remember that. Why would he fake his own death? Do you think he covered up his wife's murder? Ja, was That's sonst? possible. Seems hard to swallow. Don't you have anything more concrete, Pierce? Sie und Dr. Colden. Antwort freigeschaltet. Hier, das habe ich gefunden. I found a Darkwater PD badge. Lost a colleague recently? What the? Bradley. Ethan? I'm all right. I just had a... It's gone. You're sure? Ist so ein If it's Lügner. important, it'll come back. But I can't explain why Dr. Fuller would have that badge. The man's a danger, believe me. What can we do, Pierce? Ihr Gedächtnis scheint sie auch im Stich zu lassen, oder? Bradley, what do you remember? I don't understand your question. The night we went into the Hawkins mansion. You don't seem to remember the tunnels and what occurred there.
No memory of going down any tunnel. No, we were in the manor, then, Ja. Then what? The rest is quite blurry. I don't recall how I came back home. Als And ob das ein Opfer wäre. I went to visit you at the hospital and called on Marie's help to get you released. And you don't remember the events of the tunnel? I don't. Let's talk about something else. Hier und Sie und Dr. Colden. I heard you talking earlier. Why am I not surprised? I get the impression you two don't get along. Intrusive and not very clever. Anyway, let's get back to the business at hand. Hm. Okay, Profi bin ich leider noch nicht. Wir kehren noch mal zurück. Dr. Colden. Hat Fuller Riverside gegründet? Given the energy he pours into Riverside, I presume it was Fuller's creation. His father's, to be correct. He was a surgeon on board the Scylla. He founded the hospital in 1904 with funds from the Hawkins family before he died and his son Thomas Fuller took over. Two families inextricably linked. Most island families are that way. Captain Fitzroy's father was also a seaman aboard the Scylla. Powerful families dominating everything. Yes, and as you could tell, Dr. Fuller is like some crazed emperor. He wouldn't be happy if he knew we were snooping around. I know the risks. I don't fear him. Do you wish to know anything else? Ja, auf jeden Fall. Ich will was anderes wissen. Sarah Hawkins wurde eingewiesen. Warum das? I found a file bearing Sarah Hawkins' name in the Institute's basement. It makes sense. A powerful family like the Hawkins had the means to hide such a disgrace. But everyone knows the Fullers have been taking care of the Hawkins for at least a generation. And all were aware of Mrs. Hawkins' fragility. Perhaps, but no one would allow a psychiatric internment. From what I read in the file, Fuller used her as a subject of his experiments. Francis Sanders and Sarah Hawkins, subjects of Dr. Fuller. Why those two? Vielmehr stellt sich mir gerade die Frage, warum gibt es immer auf so verlassenen Inseln oder in ganz tief und von der Zivilisation abgegrenzten Waldregionen ja, geschlossene Anstalten. Denk mal drüber nach. Und was halten Sie von diesem Rezept hier? Das haben wir nämlich auch gefunden. I found this at the Hawkins house. The doses seem insane. Barbiturates. But these doses... What do you mean? Half the island is under treatment. What is prescribed here, however, is enough to knock out an ox. Fuller wrote this prescription to fool everyone into believing she was mad. Or perhaps her husband wrote it. Perhaps Charles and Dr. Fuller were in league. A conspiracy. How dreadful. Ja. Ich habe Leichen gesehen. Dr. Fuller seems to be leaving a trail of corpses. Not to mention those strange machines, and chains, and tools of all kind. Yes, I've been telling you that Fuller uses his patients as guinea pigs. What I saw was more akin to torture than medicine. Do you even hear what you're saying? Dr. Fuller is highly respected. Naja, It's bei the den truth, Psychos Ethan. vielleicht, ja. And I'll prove it to you. I'm listening, Mr. Pierce. Okay, Sie wissen gar nicht, weil ich I allein have musste eben. flashbacks. They haunt me. What did they do to you? There was that Dr. Fuller and a nurse. Blood everywhere. My legs, the pain, I couldn't bear it. I was screaming. They injected me with something. I woke up at the Institute. Bradley was there. And how you scared us. You seemed demented. You likely woke up during the anesthesia. No wonder those memories haunt you. What in God's name were they doing to you? What happened afterwards? When I woke up the second time, I was in a padded cell. That's where you found me, Doctor. After you released me, I got a good look at what's in store for the patients of the Riverside Institute. Hallucinogenic gas pumped into the cells,
An infernal machine, horrific medical experiments. Impossible. Dr. Fuller would never do such a thing. You should Nein, believe it, niemals. Ethan. What Mr. Pierce saw is precisely what I've been trying to prove. Did you discover anything else? Also folglich, er war eigentlich tot. Sind wir uns alle einig? Da er jetzt hier so steht und sich an nichts erinnern kann, würde ich fast sagen, dass er ein Gestaltwandler ist oder irgendeine Monstrosität. So, und sie hat uns rausgelassen, kann sich aber scheinbar auch an nichts erinnern. Warum auch immer. Hm? Ja, egal. Vielleicht habe ich eine I met Spur. Francis Sanders. Do you know him? Of course, he's a patient. Or was. I haven't seen him since Dr. Fuller had him transferred to the basement. He knew Sarah Hawkins, and that's what killed him. What? How did he die? Du bist I'm not rumgeflogen. sure I can explain. Tell me how Mr. Sanders died. Er nannte ihn den Schlürfer. I didn't see what, but something was there with us. Of what do you speak? Sanders said it was Sarah Hawkins' visitor. He spoke of it like a living being. Sarah Hawkins? Have I missed something here? This Das makes Kind no geht sense. alles. I don't see how it can help crack the Hawkins case. You really think she's involved? How could she have murdered Mr. Sanders? Francis Sanders mentioned Mrs. Hawkins just before dying. It's no coincidence. You know, Francis Sanders was a well-known art collector. I guess you can still pay a visit to his wife, Irene Sanders. An art collector, you say? That's probably how they met. If you plan on having dinner at the Sanders household, please spare the widow the tale of her late husband's suffering. I don't agree. She deserves the truth. But that truth may be biased. We don't know the bottom of it. Ja, nee, also ich glaube, wir bleiben erstmal besonnen. Also ich würde da jetzt nicht gleich mit der Kirche ins Dorf fallen. Das Problem ist auch, wie sie ja schon sagt, es könnte ja sein, dass wir halluzinieren. Deswegen, also ich weiß nicht, ob das, was wir jetzt gerade wirklich erlebt haben, wirklich wahr ist, obwohl wir die Beweise haben. Aber eventuell haben wir das auch einfach nur anders wahrgenommen, ne? Deswegen, nee, ich würde sagen, wir bleiben besonnen. Without a plausible explanation for what I saw, let's not jump to conclusions. That seems wise indeed. Very well. I'll go to see Francis's widow. Perhaps I'll find a link between her husband's death and Sarah Hawkins. Don't end up in the hospital this time. I'll do my best. Okay, das wird meine Zukunft verändern. Na, Glückwunsch. Let us go now and learn the truth about what's happening on this island. The other night's events are still confused in my head. Wenn du nicht mehr du selbst bist. The other night's events are still confused in my head. Okay, aber ich glaube, hier gibt es jetzt auch nichts mehr, oder? Ne, komm, ich lasse mal stehen. Wir trinken nicht. Das ist aber immer noch nicht nötig. Wir verlassen mal hier das Teil. Oh Gott. Wohnsitz der Sanders. Okay, also Gemälde sollen verflucht sein. Und die Gemälde oder auch hier die Statuetten und Statuen, die man so sieht? What can I do for you, sir? Mrs. Sanders, I'm a private detective. We must talk about your husband and his ties to Sarah Hawkins. Can I come in? You may. However, before we go any further, please know that my husband died yesterday. That is precisely what brings me here. Well, well, look who's here.
you know each other. We met briefly. Time enough to iron out a few matters. The main thing is that we understood one another. The brave detective has a talent for sticking his nose into my business. I bump into her every time I'm investigating someone's death. It's a small island, Detective. My island. It's better that it's you bumping into me. You're investigating Francis' death. Okay. Why? Who hired you? I spoke to Francis before he died. His story suggests a link to a case I'm working on. Well, since this business has got nothing to do with me, I'll be in your husband's office, Irene. We'll carry on later. Very well, Miss Baker. This way, Mr. Pierce. War der irgendwie And do falsch? make yourself comfortable. It would seem that you have much to tell me. Mädel, habt ihr das gesehen? May I inquire as to when you had the opportunity to talk to my husband? Yesterday, I met him at the hospital. He spoke to me about Sarah Hawkins. Oh, of course he spoke to you about her. That's all he talked about. Sarah Hawkins and her paintings. Please forgive my tone. The fact is that I have not been allowed to see him since he was interned. Ja, You, jetzt on ist the er other hand, a nice. perfect stranger, were able to see him and even talk with him the day he died. How was he? Were you present when he had this attack? What happened? Moin, Jess. Hi. Boah. Ja, Sie müssen sich nicht schuldig fühlen, ne. Doch, auf jeden Fall. Er starb schreiend direkt vor meinen Augen. Ich war nicht mehr da, als es passierte. Sie nehmen es ziemlich gefasst auf. Ich find's eigentlich lustig, ne? Wie überbringt man eine Todesnachricht? Ja, gut soweit. Echte Kackstift-Momente, aber ansonsten ja. Und selbst? Ich würde sagen, sie nehmen es ziemlich gefasst auf. Mich interessiert das erstmal am meisten. Warum reagiert sie so? I expected to find you more grief-stricken than this. Also ich by the vermute mal, ich death of weiß your es, aber husband. ich will es von ihr hören. I do not like the tone of your allusion, sir. I had long months to weep every tear in my Perfect. body, and to accept, if not my fate, at least that of my husband. And so I'm sorry to disappoint you if you're expecting more hysteria and grieving widow in my voice. Rest assured, however, my anger is real. I need to understand. How could this happen? In a reputed institute? And right before your eyes? Did you not do anything to help him? Halten und Redegewandtheit zu testen. Tut mir leid, aber ich hatte nichts damit zu tun. Haben Sie nichts getan, um ihm zu helfen? Der wahre Schuldige ist Fuller. Ich habe ihn nicht dorthin gesteckt. Probieren uns mal rauszureden. It's terrible what happened to your husband, but I had nothing to do with it. I was injured, and I came across him in the hospital quite by chance. Injured? Well, I'm delighted to see you in such fine fettle, Detective. Ja, besser als Ihr Not Mann. everybody enjoyed such a prompt recovery. I suppose Fuller does do miracles now and again. Luck is obviously very kind to you. Oh, I'm tired, Mr. Pierce. I would be grateful if you could tell me what you expect of me, and then leave. Woher kennen Sie Sarah Hawkins? Was tut Cat hier? Erzählen Sie mir mehr von diesem Dimensionsschlürfer. Das haben wir nämlich freigeschaltet, die Frage. Deswegen, wir gucken mal. I deduce that your husband already mentioned this dimensional shambler. Well, you can imagine that's all he talked about. It's exhibited at the center of the gallery. No better place for the painting that endowed him with the privilege of such a shameful and miserable end to his life. Hold on. The shambler is a painting by Sarah Hawkins. Who else to paint such horrors? Take a look for yourself, if you feel so inclined. It is my only lead at this stage. I suppose I have nothing to lose. Then you have paid no heed. For my part, I refuse to set foot in that gallery again. But if you're so eager to see it,
Thank you, Mrs. Sanders. I won't be long. Okay. Schade, jetzt haben wir die anderen Sachen nicht fragen dürfen. Did she really care for him after all? Sehr geehrte Damen und Herren. Ich bestätige den Empfang Ihres Schreibens, indem Sie den Leichnam Ihres verstorbenen Mannes verlangen. Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass ich Ihnen seinen Leichnam nicht aushändigen kann. Bei seiner Einweisung unterzeichneten Sie eine Einverständniserklärung, die mir erlaubt, den Körper nach eigenen Ermessen zu beseitigen. Ich möchte Ihnen mein tiefstes Beileid aussprechen. Thomas Fuller. Ist der Wahnsinn. Ja, entsorgen Sie ihn einfach irgendwo. Oh. Is this dagger part of Sanders' collection, or was he seeking to acquire it? Ich habe gerade einfach irgendwelche Tasten gedrückt, ne? Kunst und Mystik, vergessene Objekte. Ist eine von Francis Sanders verfasste Sammelschrift. Darin katalogisiert und kategorisiert er Gegenstände aller Altersgruppen und Ursprünge, die mit okkulten und mystischen Praktiken in Verbindung stehen. Es ist auf einer Seite ein Symbol eines... Was? Es ist auf der Seite eines Dolches mit einem mir unbekannten Symbol geöffnet. Aber das Symbol haben wir schon 1000-mal gesehen. So, haben wir den Dolch. Sehr gut, Okkultismus geht hoch. The day the Shambler came into the Sanders' lives. Ein Foto von Sarah Hawkins neben Sanders. Sie müssen sich wohl nahestehen. Gemälde da. Uiuiuiui. Okay, wir rekonstruieren das hier mal. Wir gerade schon hier dabei sind, ne? A house of artists. A house of artists. Ein Künstlerhaus. Francis Sanders and Sarah Hawkins were close. Friends, even? Hier haben wir nichts mehr. Sanders' accession register. He wrote beside the Shambler. Finally. What did Sarah Hawkins fear so much that she didn't want to sell the painting? Schlürfer untersuchen. Oh, He finally won. wir das Was aufmachen? Sanders aware of his imminent doom? She first refused to sell the painting. How did that make her feel? Das ist dieses. Okay, und sie? Was she jealous of Sarah Hawkins? Oh, oh. The Shambler. I need to see it. Okay. Das heißt also, er hat sich den Schlürfer angeguckt und das Gemälde hat ihm so gut gefallen, dass er dann seine Augen beim Gemälde lassen wollte. Okay. Dieser zweite Band in der Reihe deckt von Gasödemen bis Nephritis. Mir aus alles ab. Neben den präzisen und detaillierten Studien führt dieses Buch fortschrittliche Theorien auf. Die unglaubliche Komplexität dieses Werkes beschränkt die Leserschaft auf medizinische Experten. Oh, wir haben 12 Punkte. Oh yeah. Entdeckung. Also ich könnte 4
Also das finde ich immer wichtig. Entdeckung muss auf jeden Fall hoch sein. Verbessert auch die Fähigkeit, Schlösser zu knacken. Dann wären wir natürlich hier richtig on fire, ne? Wir machen erstmal die Stärke hoch. Notfalls kann man damit auch Mechanismen aufbrechen oder halt eben körperliche Gewalt oder verbale Gewalt anwenden. Ja. Na gut. Die Gemälde verändern sich auch, ne? Es ist eigentlich dann wirklich creepy, was hier abgeht. Geschlossen. So malt man solche Gemälde, da frage ich mich halt echt, was ist bei den Leuten kaputt? Auch mit den Tentakeln, ne? Das ist irgend so der Hentai-Traum hier, den sie hier gemalt hat. That's twice you've stepped on my toes, Detective. Try not to make a habit of it. I've got a lot of bad habits. Some can be more fatal than others. What have you come looking for in this gallery? Wir machen erstmal das da. Ich bin nicht hier, um Ihnen Probleme zu machen. I'm not here to cause trouble, if that's what's worrying you. Worry me? Don't overestimate yourself. If the last beating wasn't enough for you, I can always give it another go. But as long as you keep out of my way, you're free to carry on with your visit. Haben Sie den Dolch in dieser Zeichnung gesehen? I found this drawing of a dagger. Danke. Did you come across anything like it in your reading? Perhaps. I saw several daggers in the ledgers. I could always check. What I didn't find, however, was the slightest reason why I should help you, Detective. I don't need your services. I can manage all on my own, thanks. Do it then. Und das war's. Ey. Not now, sweetheart. I'd like to read this without some snoop looking over my shoulder. Hat sich die Stärke rentiert. Ein Hauptgegenschlüssel zu Senders Galerie. Another volume of the Reverend's wife's diary. In dieser Ausgabe geht es um den Reverend Wickwoods Gemeinde. Seine Frau beschreibt ihre Sorgen über die seltsamen Träume, die die Gemeinde in Reverends seit ihrer Ankunft heimsuchen. Einige Mitglieder der Gemeinde und auch ihr Mann begannen von ihren Visionen eines Gottes von gesandten Boten zu sprechen. Sie hat Angst, dass sie das gleiche Schicksal erleiden wie der verlorene Stamm. Okay. Der verlorene Stamm. Strange. For months, Sarah Hawkins refused to part with her painting, to finally give it away for nothing. Lieber Francis, ich bitte dich, die Hoffnung aufzugeben, jemals dieses verfluchte Gemälde zu besitzen. Wenn du unsere Freundschaft auch nur den kleinsten Funken Bedeutung zuschreibst, dann erspare mir die Last der Schuld. Ich kann nicht die Schöpferin deines Untergangs sein. Ich bitte dich, mein lieber Freund, vergiss den Schlürfer. Deine Freundin Sarah Hawkins. Hawkins. Okay. Go take a hike, Detective. A strange Amerindian pendant. Amulett von den Ureinwohnern. Ein altes Amulett, vermutlich indianischer Ursprungs. Ich frage mich, welchen Zweck es hatte. Der Wal und der Dorsch. Der Wal und der Dorsch. Oder eine kurze Geschichte von Darkwater. Von Aaron Greenmouth. Dieses Buch beleuchtet den Ruhm vergangener Tage. Eieiei. I could use one of those. Aha, die kennen wir doch. Ich fand diese Schlaftabletten im Haus der Sanders. Wurden sie Francis oder eher Irene Sanders verschrieben? Aber wir packen sie auf jeden Fall mal ein, vielleicht brauchen wir sie ja. Go take Hey, a hike, Happy. Detective.
Aha. Dissertation über eine Anatomiefrage. Eine gebundene Ausgabe einer studentischen Arbeit. Obwohl die Beobachtungen relevant sind, fehlt die Expertise eines erfahrenen Arztes. Mit den gestellten Fragen können wir uns aber neue Wege vorstellen, die menschliche Anatomie zu erforschen. Ja, nice. Nochmal ein bisschen hochgegangen. Was haben wir hier? Ja, wir lesen das Buch. Jenseits der Realität. Es wird die Hölle. Es ist eine Art Lexikon monströser und unbekannter Kreaturen. Langsam fange ich noch an zu glauben, dass die wirklich existieren. Ey, na hoffentlich werden wir von diesen komischen Wuffis nicht geholt. Ah, na dann. Rein da.